Auch heute wieder live und in Farbe. Herzlich willkommen aus München auf meinem Kanal, Zubetier Finanzkanal. Wunderbar, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Heute geht es um das kanadische Versorgungsunternehmen Canadian Utilities. Habt ihr davon schon mal gehört? Heute erkläre ich euch im Video, welche Bewertung ich vornehme, wie zum Beispiel KGV, aber noch weitere Kennzahlen und ob dieses sogenannte Dividendenmonster einen Einstieg wert ist oder nicht. Wir schauen uns das gleich mal hier an zusammen. Bleibt dran bis zum Schluss. Am Schluss gibt es auch nochmal mein Fazit und es geht auch schon los. Bis gleich. Hallo, wunderbar, dass ihr alle wieder mit dabei seid und es freut mich, dass ich euch zu diesem neuen Video begrüßen kann. Es geht um Canadian Utilities. Ich liebe ja Aktien und wie ihr wisst, insbesondere Dividendenzahlen der Aktien und Canadian Utilities ist ein Energieversorger, ihr habt vielleicht schon mal von denen gehört, und ist unter anderem auch ein Dividendenaristokrat, der seit über 50 Jahren die Dividende ausschüttet und sukzessive auch erhöht hat. Momentan haben wir also eine Rendite von 6% hier bei Canadian Utilities. Und hier bin ich auf die Unternehmenswebseite gegangen von Canadian Utilities. Sie haben Bereiche Elektrizität, Gasversorgung, Energieeinspeicherung, vollumfänglicher Versorger, der also den ganzen Prozess abdeckt, von Energiegewinnung bis hin zur Versorgung. Canadian Utilities hat auch einen Anteil an erneuerbaren Energien und wir schauen uns das jetzt mal im Ganzen detaillierter an. Canadian Utilities ist also eine Tochter der ATCO Company und wurde Canadian Utilities 1927 gegründet und ist ein Teil der ATCO, der ATCO Group in Kanada, und ist der Hauptsitz von Canadian Utilities ist Calgary in Kanada. Wir gehen jetzt mal auf die Unternehmenswebseite von Canadian Utilities und hier sieht man nochmal oben links ist das ATCO Brand-Kennzeichen, also die sind in der ATCO-Gruppe vertreten. Und was haben die da so für Zahlen? Sie haben ca. 5000 Mitarbeiter, haben über 2 Millionen Kunden weltweit, Milliarden an Assets, also an Anlagen, und der entsprechende Sitz hier ist in Calgary, Alberta. Die Aufteilung in die Länder, da schauen wir mal gleich. Also es gibt hier eine Corporate Structure und dann sieht man, wie also die ATCO und die CU, die Canadian Utilities, zusammenhängen. Es ist die ATCO mit 52,3% eben beteiligt, also hat hier ein Stimmrecht bei der Canadian Utilities. Und dann gibt es also noch eine Tochter, 100%ige Tochter ist die CU Inc. und auch eine ATCO Company. Und wir sprechen aber heute über die Canadian Utilities Limited. Und sie verteilt sich auf in Utilities Business Unit mit Elektrizitätsversorgung, Übertragung, International Electricity Operations, also irgendwelche Zusammenarbeiten mit anderen Energieversorgern und Ländern, Gasgewinnung, Gasverteilung auch, sie haben Gasnetz und Übertragung hier und International Natural Gas Distribution, also auch sogar ja wahrscheinlich über Schiffswege und so weiter versorgen sie andere Länder, eventuell auch Deutschland mit LNG-Gas. Energy Infrastructure Business Unit gibt es noch und die Corporate Unit, und da sind halt hier auch die Kunden angeschlossen und haben natürlich mit Haushalten Tarifpläne und Versorgungspläne. Also man könnte in Kanada auch direkt Energie von Canadian Utilities für das eigene Zuhause beziehen. Seekingalpha.com gegangen und habe mir die Canadian Utilities Limited mal herausgesucht und ihr seht, in diesem Jahr ist sie doch schon 18% runtergegangen und erst vor kurzem wieder, die letzten Tage, hat es Abschläge gegeben im Zuge der Inflationsängste und auch, dass die Zinsen von der Fed weiter erhöht werden in Zukunft, ist das einer der Hauptgründe, warum die Aktie jetzt hier schlechter abgeschnitten hat. Wir gehen mal in den großen Advanced Chart und schauen da rein und sehen, wir haben hier also tatsächlich einen Abwärtstrend die letzten Wochen und Monate. Es geht doch stetig nach unten, aber es ist mittlerweile eben zu einer interessanten Bewertung gekommen. Sobald also der Kurs unter die $20 gehen wird und wir bei 18, 19 Euro vielleicht liegen werden, könnte es doch spannend sein, in die Aktie mit einzusteigen. Aber wie könnt ihr das denn jetzt noch weiter besser bewerten? Ihr könnt euch die Kennzahlen anschauen und das tun wir jetzt auch gleich mal. Wie ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das KGV? Wir gehen hier
in die Übersicht. Ihr seht jetzt, um mal weitere Entscheidungskennzahlen für die Bewertung anzunehmen, das Unternehmen ist aktuell stark unterbewertet. Ich bin hier auf Finanzen.net in die Fundamentalanalyse gegangen und das hilft auch ein bisschen mal einen Eindruck zu bekommen, wie sind denn die Hauptkennzahlen. Und wir schauen jetzt nochmal auf das KGV. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von der Canadian Utilities liegt bei 12, also fast ja im einstelligen Bereich schon und wird auch noch weiter sinken, weil der Aktienkurs unter die 20 Euro, 20 Dollar gehen wird. Also wir sind teilweise schon unter dem 20-Euro-Kurs vom letzten Mal, aber es kann natürlich sein, dass dieser Kurs noch weiter nach unten geht. Also KGV durch Wachstum ist 1,7 der Wert, Dividendenrendite 6,13, langfristiges Wachstum liegt bei ca. 7%. Und aktuell haben wir also hier eine Unterbewertung. Auf Basis des Wachstumspotenzials und dieser Kennzahlen ist die Aktie aktuell unterbewertet. Und das ist tatsächlich so. Ich hatte schon mal Canadian Utilities, das seht ihr hier. Canadian Utilities habe ich letztes Jahr dann allerdings verkauft. Eingestiegen war ich bei einem Kurs von ungefähr 20 Euro und das haben wir jetzt wieder bekommen und der Gewinn, den ich dann damit gemacht hatte, sind circa 31%. Mein Verkaufskurs war dann bei 29 Euro und das Ganze aber schon Mitte letzten Jahres. Jetzt ist die entsprechende Bewertung von Canadian Utilities gefallen und dann wird es jetzt langsam wieder Zeit, auf diesen Kursniveaus interessant, dass man einen Einstieg überlegen könnte. Also ich werde es mir auf alle Fälle auf die Watchliste packen. Jetzt schauen wir aber nochmal in die Schulden hinein und in den Cashflow und Schulden. Und zwar machen wir das so wie folgt. Hier sehen wir mal einen ganz spannenden Vergleich, den der Inasido gemacht hat. Er hat hier die 4 weitere Energieversorger mit der Canadian Utilities verglichen und wir schauen jetzt einfach mal auf, hier oben sieht man die Canadian Utilities, dann ist das andere Hydro One, Emera, die Algonquin und die Northern Land Power Incorporated und Marktkapitalisierung, also die haben hier ähnliche Größen, sind hier 8,5, 22, 14, 6 und 6 und sind da tatsächlich ähnlich groß. Die Dividende beträgt hier noch 5%. Aktuell sind wir ja bei 6,3 bei Canadian Utilities und die Auszahlung ist allerdings die höchste. Das ist auch ein kritischeres Argument. Die haben von ihrem Gewinn also eine höhere Auszahlung und sie haben tatsächlich auch hier das höchste Schulden-Vermögensverhältnis, nämlich die sind fast zweifach verschuldet von ihrem Vermögen und Anlagen, das sie haben. Und das ist hier der höchste Wert. Der niedrigste wäre bei 1,1. Also die Hydro One ist da besser aufgestellt. Und Cashflow ist in Ordnung, ist auch ein Wert, der eher niedriger ist. Die anderen haben höhere Cashflow-Werte bis auf Northland Power. Und das zeigt schon so ein bisschen, also der kritische Punkt, die 2 großen Nachteile von Canadian Utilities sind einmal, dass sie ein langsameres Wachstum haben als andere und dass ihre Schulden höher sind. Das heißt auch im Zuge der Inflation, auch in Kanada, schauen wir uns das kurz mal an. Die kanadische Inflation hier, was haben wir da für Werte? Die Kerninflation ist also der Begriff Kerninflation bedeutet, du hast hier Nahrungsmittel und Energie abgezogen und die Kerninflation war jetzt im letzten Jahr im Schnitt so zwischen 6% und 4% und ist jetzt aber rasant runtergegangen auf 2,8. Im Vergleich dazu, Deutschland liegt in der Kerninflation immer noch doppelt so hoch fast bei 4,6% und wir haben eher so ein Plateau gefunden bei 5% und das hat Kanada aber nicht. Das heißt, das ist eigentlich jetzt positiv. Wie hat dann die kanadische Zentralbank darauf reagiert? Sie haben also Mitte des Jahres dann die Zinsen unten gehabt und dann habt ihr, wenn ihr auf die Fed schaut, also die amerikanische Zentralbank, die haben ja dann schrittweise die Zinsen jetzt erhöht und genau dem ist April 23 dann auch die kanadische Zentralbank gefolgt und hat hier den kanadischen Leitzins jetzt hochgepusht bis auf 4%, was natürlich keine
guten Nachrichten sind, weil die Refinanzierungen dann der Schulden für die kurzfristigen und mittelfristigen Kredite von Canadian Utilities auf alle Fälle steigen werden. Das drückt natürlich auf die Marge der Canadian Utilities. Ich bin also hier auf den TraderFox gegangen, den Aktienterminal, und habe hier die Canadian Utilities Limited eingegeben. Der Qualitätscheck ist tatsächlich durchwachsen, weil einfach das Umsatzwachstum ja nicht sehr rasant ist bei Canadian Utilities, aber immer stetig. Die nächsten Jahre versucht man 2% pro Jahr zu wachsen, und dann geht das Ganze auch weiter. Allerdings ist die Dividende stabil. Das KGV schauen wir uns nochmal an. Hier sieht man nochmal, dass jetzt zu einem Fair Value Gewinn, also dass diese schwarze Linie auf Jahresbasis kommt, die Aktie langsam eben dorthin, und der Fair Value wäre bei circa 30 Canadian US-Dollar wäre der faire Wert. Das sagt der Aktienterminal, und wie ihr hier seht, sind 28 kanadische Dollar schon unter den 20 Euro mittlerweile, und wir sind unter diesem Fair Value angekommen, und das deutet eben auch auf eine Unterbewertung der Aktie hin. Wo kann es denn hingehen mit den Kursen? Kursziel wären 37 kanadische US-Dollar im nächsten Jahr bis September, und da liegt die Range zwischen eben 36 bis 40. Aktuell sind wir ja bei 28. Als die Analyse gemacht wurde, hier war es noch 31, und das ist schon eine gute Aussicht für nächstes Jahr. Also maximales Wachstum wäre 25, 26% für die Canadian Utilities. Versteht man das, wenn ich die Bilanzzahlen, Kennzahlen zeige? Ich glaube schon. Wir gehen in die Financials, und hier will ich einfach nochmal genau zeigen. In der Bilanz seht ihr hier die Nettoverschuldung der letzten Jahre, und das sieht in der Grafik also stabil aus. Das heißt, die haben hier die letzten 10 Jahre sich nicht viel weiter verschuldet. Da ging es mal hoch 2017, aber sie liegen immer so bei einem Wert zwischen 6 und 7 Milliarden, was aber auch jetzt nicht wirklich heißt, dass sie abbauen. Aber ihr seht hier, diese Zeitreihe sieht doch eher gut aus, und sie sind leider etwas höher verschuldet. Also Tipp an das Management wäre, dort vielleicht weiter zu reduzieren. Natürlich kann das jetzt auch sein mit der Inflation und den höheren Zinsen, dass sie das genau tun werden. Wir gehen zum Dividendencheck. Da liegt der Wert ein bisschen höher, und auch der Robustheitscheck ist grün hier beim Aktienterminal. Wir haben hier 10 von 15 Punkten, und wir können auch nochmal genau anschauen die Verwendung nach Sankey des Gewinnes von 2020, aber auch schon damals hat die Canadian Utilities den operativen Gewinn hier dann für 100 Millionen Euro an Zinsen, Rest Steuern, und dann wurde der Nettogewinn 434 Millionen davon eben 84% an Dividenden an die Aktionäre ausgezahlt, und der Rest geht dann weiter in Investitionen. Der Piotrowski-Score ist tatsächlich nicht so gut. Der Piotrowski-Score, F-Score, ist nicht so gut. Der Vorteil ist, die Verschuldung sinkt nicht wirklich. Geringe Aufnahmen, neuen Eigenkapitals. Okay, also die weitere Verschuldung bleibt stabil. Was wäre denn jetzt noch zu Spannendes zum Zeigen, was ich habe für Canadian Utilities? Ich glaube, ich habe das schon ganz gut zusammengefasst, und jetzt gehen wir nochmal in 1, 2 Zahlen hinein, und dann geht es ab zum Fazit. Dann haben wir nochmal den Investitionsplan von den beiden, der also sagt hier, Capital Investment Plan, sieht doch gut aus, 2% pro Jahr Wachstum. Na, es hat doch was. Also die Aktie hat eine Kursspanne von $20 bis $30 in den letzten 52 Wochen hingelegt. Also sie sind jetzt eher am unteren Ende dieser Range, und ich glaube ganz fest, dass es auch nochmal weiter runtergehen wird. Ihr seht, die Dividende der letzten 12 Monate sind 6,3%. Das ist natürlich ein sehr guter Wert. Ist natürlich auch durch den jetzt fast 30%igen Abschlag der in diesem Jahr auch nach oben gegangen. Und die Frage ist jetzt, ist es eine Dividendenfalle, oder könnte man sagen, die Dividende bleibt stabil? Also die Analysten sagen,
erhalten hier. Wall Street hat es gar nicht abgedeckt und auch das Seeking Alpha Quant hat das Unternehmen nicht bewertet. Es sind einfach zu wenig Analysten, die das ganze Unternehmen abdecken. Aber es gibt auch ein paar positive sowie auch Stimmen, die sagen, Aktie erstmal halten. Aber alles in allem sieht es positiv aus. Ja, was ist mein Fazit? Es gibt also eingeschränkte Wachstumskapazitäten. Die Eigenkapitalrenditenfaktoren sind also entsprechend niedrig und wenig. Die Dividende könnte aber weiterhin stabil bleiben und die Dividende ist ja da und wird weiter, glaube ich, auch die nächsten Monate und 2024 bestehen bleiben. Ich glaube nicht, dass es zu einer Dividendenkürzung kommt. Das war es auch schon in aller Kürze. Ich hoffe, ihr wisst genau, ob ihr in Canadian Utilities investieren wollt oder ob ihr lieber doch ein anderes Unternehmen euch auswählt. Lasst einen Daumen hoch da und hoffentlich könnt ihr jetzt eine Entscheidung treffen für euch selbst. Vielleicht schreibt mal in die Kommentare, ob ihr gerne in Canadian Utilities investieren würdet und wenn ja, wie viel. Ist das vielleicht eine interessante Position in eurem Aktiendepot? Auf alle Fälle kommt das Unternehmen bei mir weiterhin auf die Watchlist und ich werde es entsprechend beobachten. Und die 6% Dividende sind natürlich auch ein interessanter Anreiz, euch einen guten Cashflow-Return zu holen. Schaut mal nach, in diesem Video hier habe ich über die Ares Capital berichtet und da gehe ich auch nochmal auf die Quellensteuer ein. Bleibt dran und investiert. Ich danke euch. Bis bald. Ciao, ciao.